Du fühlst dich blockiert? Das ist heute das Thema. Vlog in langsamem Deutsch auf Learn German Relaxed with Gabriel. Ich möchte mit euch über das Thema innere Blockade sprechen. Im Leben fühlen wir uns manchmal sehr blockiert. Einerseits sind wir mit einer Situation sehr unzufrieden. Aber andererseits schaffen wir es nicht, diese Situation zu ändern. Warum ist das so? Ich glaube, ein Faktor, und das ist hier Stichpunkt Nummer 1, ist der Perfektionismus. Wir erwarten sehr oft von uns selbst, dass wir alles perfekt und fehlerlos machen. Überall, sei es in den sozialen Medien oder in unserem Umfeld, hören wir Stimmen oder sehen Menschen, die perfektionistisch sind. Alles muss funktionieren. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das schlecht. Ein Fehler. Und wenn wir einmal nicht funktionieren, dann ist das eine große Katastrophe. Es ist ein Fehler im System. Und was passiert dann? Wir sind noch gestresster. Und weil wir noch gestresster sind, weil wir sehen, dass es nicht funktioniert, landen wir in einem Teufelskreis. Wir spannen uns immer mehr an. Das heißt, wir sind in einer Blockade. Und dieser Perfektionismus reicht in viele verschiedene Bereiche. Wir haben sehr oft verschiedene Überzeugungen, wie das Leben zu sein hat. Wir haben gelernt, im Leben ist Ordnung sehr wichtig. Wenn ich nichts tue, bin ich faul. Wenn ich beispielsweise eine Aufgabe habe und ich tue das einfach nicht, dann sagen die meisten Menschen einfach nur, ich bin faul. Und sie denken nicht weiter darüber nach. Naja, was liegt unter diesem Verhalten? Was liegt unter dieser Blockade? Der Körper möchte uns etwas sagen.
Und diese vielen Überzeugungen, die wir haben, zum Beispiel, wenn wir arbeiten gehen, dann ist es ganz wichtig, dass wir dieses oder jenes tun. Oder in einer Partnerschaft muss man so oder so leben. Und diese Meinungen haben wir in ganz kleinen Bereichen, zum Beispiel, ich darf nur schwarze T-Shirts anziehen, denn nur schwarze T-Shirts sind richtige T-Shirts. Oder nur im Wald zu spazieren ist ein richtiges Spazieren, ein richtiger Spaziergang. Wenn man in der Stadt spaziert, dann ist das kein richtiger Spaziergang. Das sind Beispiele für Überzeugungen. Man glaubt, etwas muss so sein. Und es darf nicht anders sein. Und wir haben alle unglaublich viele Überzeugungen, bis wir an einen Moment kommen, wo wir anfangen, diese Überzeugungen zu sehen. Aha, ich habe immer geglaubt, wenn man Urlaub macht, dann muss man viele Fotos machen, sonst ist das eine Zeitverschwendung. Oder ich möchte auf jeden Fall im Stadtzentrum wohnen. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendein modernes Gebäude zu mieten und so weiter und so fort. Was will ich sagen? Diese Überzeugungen blockieren uns unglaublich. Ich sage dir etwas. Unser Körper gibt uns andauernd Signale. Und diese Signale zeigen uns, wenn auch nur subtil, was wir fühlen, was der Körper gerade braucht oder was der Körper und unser Nervensystem gerade ablehnt. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel, die Wohnung aufräumen, eine Aufgabe haben. Wenn wir das nicht tun, haben wir das Gefühl, wir sind faul. Es kann aber einen Grund geben, warum wir das nicht tun, der nichts mit Faulheit zu tun hat. Denn ich glaube, das Problem ist vielmehr, dass wir bestimmte negative Dinge mit dieser Aufgabe assoziieren. Zum Beispiel die Wohnung putzen. Und umgekehrt assoziieren wir positive Emotionen mit anderen Überzeugungen,
mit Dingen, die wir automatisch machen. Das Resultat ist aber, wir bleiben im gleichen Teufelskreis hängen. Okay, nächster Punkt. Wenn wir aus dieser Blockade hinaus wollen, was können wir dann tun? Also spontan fällt mir dazu ein, erstens einmal müssen wir ruhiger werden. Wir müssen das Tempo verlangsamen. Ich sage dir warum. Wenn wir immer gestresst sind und wenn wir uns immer denken, ich muss das jetzt machen, verkrampft sich unser Körper noch mehr und es ist noch schwieriger, einen ersten Schritt zu machen. Okay, wie kommen wir zu diesem ersten Schritt raus aus der Blockade? Ich erzähle es dir. Schön langsam. Raus aus dem Hamsterrad. Setz dich mental auf den Boden. Leg dich auf den Boden. Chill einmal, sagen wir auch. Chillen, ja, entspannen. Dann atme tief durch und überlege dir folgende Sache. Was könnte der nächste, kleinste Schritt sein, der mich aus dieser Blockade führt? Und wir reden hier über wirklich ganz simple Handlungen, ganz einfache Aktionen. Und das ist kein Witz. Es ist wichtig, dass dieser erste Schritt extrem einfach ist. Okay, stell dir vor, du musst für eine Prüfung lernen. Typisches Beispiel. Oder du musst etwas vorbereiten, aber du schiebst es dauernd auf. Du hast im Hinterkopf, ach Gott, ich muss das tun oder ach Gott, ich muss diese E-Mail schreiben. Ach Gott, ich muss meinen Lebenslauf schreiben. Du schiebst es immer auf. Stell dir vor, du liegst mit deinem Handy auf deinem Bett oder du liegst auf dem Sofa. Ja? So. Der nächste Schritt wäre, zu atmen, durchzuatmen und du nimmst das Handy und du schaltest es mal aus. Schritt Nummer 1. Raus aus der Starre, raus aus der Blockade. Und du kannst auch mit dem Körper arbeiten. Wenn du gerade so herumscrollst, weil du so blockiert bist, dann könntest du einfach kurz die Augen zumachen. Dann siehst du den Bildschirm nicht mehr. Und bis 5 zählen. Dann hast du diesen Trance-Zustand, weil das Scrollen ist eine Art von Trance-Zustand, schon gestoppt. Und du denkst dir, oh Gott, ich habe schon wieder 2 Stunden gescrollt. Aber wieso? Ja, ich weiß, ich bin so blockiert und ich bin so gestresst. So,
Schritt Nummer 1, einfach nur mal die Augen zumachen. Oder Schritt Nummer 1, das Handy kurz bewegen und dann abdrehen. Den Schritt Nummer 1 hast du jetzt geschafft. Dann geht es weiter. Du legst das Handy auf die Seite. Du stehst auf und holst dir entweder ein Glas Wasser oder du sagst, ich wasche mir kurz die Hände. Oder du sagst, ich wechsle mir das T-Shirt. Du machst eine Handlung, eine Aktion, die sichtbar deine Situation verändert. Und jetzt gehen wir weiter. Wie könntest du es schaffen, deinen Lebenslauf zu schreiben, zum Beispiel? Oder diese E-Mail zu schreiben. Nicht an die letztendliche Situation denken, sondern immer nur an den nächsten Schritt. Was ist der nächste Schritt? Das ist die Grundfrage. Oh, was ist der nächste Schritt? Bei einer Blockade passiert nämlich genau das Gegenteil. Wir denken viel zu viel an alle möglichen Schritte, bevor wir überhaupt den nächsten Schritt gegangen sind. Stell dir das vor, umgekehrt. Stell dir vor, du würdest immer nur an den nächsten Schritt denken. Stell dir vor, du würdest nicht daran denken, was du in 10 Jahren machen musst, sondern du musst daran denken, was du jetzt machen musst. Das fühlt sich leichter an. Wenn ich jetzt schon wissen müsste, was ich in 10 Jahren mache, dann wäre ich blockiert. Dann wäre ich unter großem Druck, den ich mir selbst machen würde. Das fühlt sich gar nicht gut an. Das kann ich nicht empfehlen. Also, stell dir nur die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt bei unserem Beispiel wäre, ich gehe zum Computer. So, jetzt stehe ich vor dem Computer. Der nächste Schritt wäre, ich setze mich hin und ich drehe den Computer auf. Und dann geht es weiter. Und irgendwann kommt ein Punkt, zum Beispiel machen wir dann die E-Mail auf oder wir machen das Dokument auf, wo unser Lebenslauf drinsteht oder noch nicht drinsteht. Und dann kommt dieser Angstpunkt, wo wir genau an dieser Stelle sind, wo wir am meisten Stress haben, weil wir nicht wissen, was wir jetzt tun sollen. Wir stehen vor einem weißen Blatt Papier und wir wissen nicht, wie wir den Lebenslauf schreiben sollen. Beginne einmal mit deinem Namen. Das geht, oder? Dann vielleicht deine Telefonnummer. Man kann jedes Ziel so, wir sagen auf Deutsch, herunterbrechen, also verkleinern,
dass wir irgendwo einen nächsten Schritt finden. Irgendwo ist der Punkt so klein, dass wir nicht mehr überlegen müssen. Nächstes Stichwort. Überlegen. Ich stelle dir eine Frage. Wann bist du überhaupt nicht blockiert? In welchen Situationen? Wenn du schwimmen gehst, wenn du einen Podcast hörst, wenn du ein Bild malst, wenn du vielleicht deine besten Freunde triffst und ein schönes Gespräch hast, wenn du Fremdsprachen lernst. Stelle dir die Frage und überlege ganz konkret, wann bin ich nicht blockiert? Wann fließt es? Wann muss ich nicht überlegen? Wenn wir nicht überlegen müssen, sind wir nicht blockiert. Verstehst du jetzt, was ich sagen möchte? Du verstehst sicher, was ich sagen möchte. Aha! Es gibt also eine Verbindung. Wenn ich immer und viel überlege und besonders über Dinge, die weit weg sind, wo ich ein paar Schritte gehen muss, dann bin ich wahrscheinlich sehr blockiert. Oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance höher, dass ich blockiert bin. Umgekehrt. Wenn ich nicht darüber nachdenken muss, wenn ich so wie auf einer Welle surfen kann, wenn ich nichts kontrollieren muss, dann bin ich im Fluss, dann bin ich nicht blockiert, dann bin ich flexibel. Und das heißt, wir könnten jetzt verschiedene Dinge tun. Wir könnten jetzt zum Beispiel überlegen, wie wir eine Situation herstellen, wo wir nicht mehr überlegen müssen. Zum Beispiel beim Putzen. Wenn wir unsere Wohnung einfach nicht putzen und wir sagen, wir sind einfach faul. Vielleicht musst du in dem momentanen Zustand zu viel nachdenken. Du musst überlegen, wo der Schwamm ist, wo die Putzmittel sind. Oder vielleicht hast du zu Hause gar keine Putzmittel. Du brauchst einen Eimer und so weiter und so fort. Du hast es nicht vorbereitet. Deswegen kostet es viel Energie, darüber nachzudenken. Verstehst du? All diese Dinge hängen miteinander zusammen. Man muss viel Energie aufwenden. Man muss viel nachdenken.
Man hat einen Anspruch an sich selbst, dass man es perfekt machen muss. Der Lebenslauf muss perfekt aussehen. Wenn ich einen winzigen Fehler drinnen habe oder wenn etwas nicht optimal klingt, dann darf ich es nicht abschicken. Ja, das sind alles diese Sätze, die wir in unserem Kopf haben. Denk an dein eigenes Leben und an deine inneren Blockaden. Wie ist es dir damals gegangen? Und vielleicht konntest du ja diese Blockaden jetzt schon auflösen. Wie hast du das geschafft? Wie bist du da rausgekommen aus dieser Spirale? Wir sehen also, dass diese Dinge wie sich faul fühlen, unmotiviert sein, blockiert sein, sehr, sehr tiefe psychologische Ebenen haben. Und wir glauben oft, aha, hier ist das Problem, hier muss ich es lösen. Das ist aber nicht so, sondern es ist eher so. Hier ist das Problem, das wir sehen, das oberflächlich sichtbar ist und da drüben, hinten, irgendwo da hinten bei den Büschen, ist die Ursache. Wir müssten eigentlich darüber gehen und uns damit beschäftigen, damit wir dieses Problem lösen können oder auflösen können. Und oft zeigt sich dann, Moment, eigentlich, man kann das gar nicht Problem nennen, denn es ist einfach nur ein natürlicher Mechanismus unseres Körpers. Es gibt gute Gründe, warum wir Dinge manchmal tun, wo wir dann einfach denken, ich bin so unzufrieden mit mir, wieso arbeite ich nicht mehr, warum funktioniere ich nicht besser, ich sollte das tun, aber ich mache es einfach nicht. Du könntest die Liste von diesen Sätzen noch weiterführen. Okay. So viel mal zu dem Thema innere Blockade. Wir sehen uns im nächsten Video und kommentiert bitte zahlreich.